Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute vergleichen wir die beiden EM 2016 Fußballschuhe von Puma. Und zwar den EvoPower Trix 1.3, der unter anderem von Fabregas und Giroud getragen wird, gegen den EvoSpeed Trix 1.5, der von Profis wie Reus und Griezmann gespielt wird. Und welcher der beiden Modelle am Ende überzeugen kann, das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. What the fuck? Perfect. Beide Modelle auf einem sehr hohen Niveau. Nichts drückt und wir hatten keine Probleme in der 4-wöchigen Testphase. Der EvoPower hat mit seinem sehr weichen Synthetikmaterial leichte Vorteile. Ähnlich ist es bei der Stabilität. Bei schnellen Richtungswechseln bietet der Schuh von Fabregas mehr Seitenhalt. Der EvoPower ist für normale und breite Füße optimal, der EvoSpeed 1.5 fällt im direkten Vergleich etwas kleiner aus, passt aber auch Spielern mit breiten Füßen. Wer einen sehr breiten Fuß hat, kann den Schuh eine halbe Nummer größer bestellen, um eine angenehmere Passform zu erreichen. Das Ballgefühl konnte uns sowohl beim EvoPower als auch beim EvoSpeed voll überzeugen. Das weiche und etwas dickere Material des EvoPower vermittelt ein gedämpftes und vor allem beim First Touch sicheres Ballgefühl. Dagegen bietet der EvoSpeed mit seiner dünneren Synthetikoberfläche das direktere und barfußähnlichere Ballgefühl. Im Gegenzug ist der First Touch ungedämpft und daher kann der Ball öfters verspringen. Trotzdem erfüllen beide Modelle unsere Anforderungen für einen perfekten Touch. Mit den vorherigen Modellen des EvoPowers hatten wir vor allem auf Kunstrasen mit einer mangelhaften Haltbarkeit zu kämpfen. Das hat sich beim EvoPower 1.3 geändert. Selbst nach mehreren Sessions auf AG, das heißt Kunstrasen, konnten wir kaum Verschleiß feststellen. Ähnlich sieht es beim EvoSpeed aus. Natürlich kann dieser mit seinen 142 Gramm nicht an die Haltbarkeit von normalen Fußballschuhen rankommen, aber vor allem auf normalem Rasen werden sich die Abnutzungen im Rahmen halten. Auch wenn der Schuh auf Kunstrasen schlechter abschneidet als der EvoPower, für einen der leichtesten Speedboots auf dem Markt besitzt der EvoSpeed 1.5 eine exzellente Lebensdauer. Besonders wenn man diese mit dem EvoSpeed SL vergleicht. Das Fazit über beide Modelle fällt sehr positiv aus. Puma hat es geschafft, an den Schwächen der vorherigen Modelle zu arbeiten und diese soweit es geht zu eliminieren. Fangen wir beim EvoSpeed an. Die Vorgängerversion war schwerer als der EvoPower und das Obermaterial war viel zu steif.
No-Gos, wenn es um leichte Speedboots geht. Mit dem aktuellen Evo Speed 1.5 ist es komplett anders. Mit seinen 142 Gramm ist er deutlich leichter als der Superfly 5 oder der X16 von Adidas und zudem vermittelt das weiche Synthetikmaterial ein optimales Ballgefühl. Klar, dass nicht alles perfekt ist, die Haltbarkeit und die Stabilität könnten besser sein, aber hier kommen wir an die Grenzen eines ultraleichten Fußballschuhs. Und auch beim Evo Power hatten wir Haltbarkeitsprobleme mit den vorhergehenden Versionen. Hier trennte sich das Obermaterial von der Sohle bereits nach 2 Sessions. Mit dem Evo Power 1.3 gehört das der Vergangenheit an. Selbst nach über 30 Stunden auf dem Kunstrasen hatten wir kaum Abnutzungsspuren. Das Obermaterial ist noch weicher und angenehmer geworden und der Komfort liegt auf einem sehr hohen Niveau. Daher gibt es für beide Modelle verdientermaßen eine Empfehlung und Hut ab für Puma, die es geschafft haben, ihre Modelle stetig zu verbessern. Was ist deine Meinung zu den Schuhen und welches Modell würdest du nehmen? Den Evo Speed oder den Evo Power? Schreibe das wie immer unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal.